da haben wir eine neue Maschine. Das ist der Nachfolger der Pro 700. Das ist die Drive, heißt sie jetzt. Wir werden wahrscheinlich lange bei dem Namen Pro 700 im Geiste bleiben, aber das ist jetzt die Drive. Und die Drive kann auch deutlich mehr als die normale Pro 700 und es ist ein ziemlich großes Update und damit ist der neue Name sicherlich auch gerechtfertigt. Wir haben sie hinten aufgebaut, um da gleich mal zu zeigen, was sie kann und welche Funktion sie hat. Aber zu Beginn des Videos schauen wir erstmal einmal technisch in die Maschine rein und ins Zubehör. Dabei ist natürlich, wie gerade gesehen, die Maschine. Dann haben wir hier noch einen Zubehörkarton. Und im Zubehörkarton sind dann die weiteren Dinge. Normal natürlich eine Tassenablage, ein Tassengitter. Es gibt ein Erhöhungsgitter dafür. Dann haben wir einen Zuwasserschlauch. Man kann Abwasser anschließen. Dafür gibt es dieses Bauteil. Das kann man hier unten anbringen, unter der Schale, und dann kann man einen Abwasserschlauch dranlegen und damit ist die Maschine fest zu- und abwassertauglich. Und wir haben zwei verschiedene Siebträger, einer und ein Zweier und dazu ein Blindsieb wie immer, ein Temper ist dabei, ein Bürstchen. Also der Standard eigentlich bei einer Festwassermaschine. So sieht es meistens aus. Genau, deswegen war beiseite das Paket, das brauchen wir nicht. So, und jetzt zeige ich euch mal einmal, wie die von innen aussieht. Wir müssen dafür die Ablage oben abnehmen. Dann kommen wir an den Wassertank. Die Maschine kann mit Tank oder Festwasser betrieben werden. Der Tank ist rausnehmbar. Hier drin haben wir mal wieder neu oder mittlerweile standardmäßig langsam diesen Adapter hier. Das ist ein Adapter, auf dem man direkt Brita-Filter aufstecken kann. Was besonders bei Kölner Festwasser oder Leitungswasser muss man auf jeden Fall was tun, da muss gefiltert werden. Das ist mit diesem Brita-Filter, mit dem Adapter, ist es einfach, das direkt einzubauen. Den müssen wir rausnehmen dafür und dann kann die Maschine aufgeschraubt werden. Das ist recht einfach. Ich habe hier einen Schlüssel vorbereitet. Ich habe hier vorne Schrauben, die muss ich nur lösen. Und hier hinten, die schrauben wir ganz raus. Oh, fast. Dann können wir schon von oben gleich reinschauen. Das ist etwas anders als bei der Synchronica, die ja eigentlich eine Ähnlichkeit hat als Modell. Aber der Aufbau ist anders. Auch neu sind diese Nupsis hier. Da liegt die Tassenablage drauf, damit sie nicht klappert und die hält quasi den Abstand. Und die sind neu aus Silikon, die waren vorher aus so schwarzem Geklebten und die sind jetzt da rein gesteckt, mehr oder weniger. Und ich denke, das ist eine schöne Lösung für die Bauteile. So, wir können schon von oben reingucken. Jetzt schraube ich aber noch in der Maschine was auf, seitlich. Zwei Schrauben lösen, links und rechts. So, dann haben wir die Rückwand schon lose und jetzt schraube ich hier unten auch Schrauben, die ich nur anlösen muss hier unten. Die brauche ich nicht rausschrauben, die löse ich an. Jetzt kann ich das zur Seite ziehen, hinten aushängen und hier vorne mit einem leichten, beherzten aushaken. Damit kann ich die Seitenwand rausnehmen. Da ist ein Mechanismus, der sich einhakt. Jetzt können wir von der Seite schon mal reinschauen in die Maschine. Da sehen wir die beiden Kessel. Dies ist der Kessel für die Brühgruppe, für das Wasser, für den Kaffee, für den Kaffeebezug. Und hier ist der Service-Boiler. Der Service-Boiler ist nicht komplett gefüllt. Dafür gibt es eine Sonde, die zeigt das hier. Die hält den auf 2/3 gefüllt ungefähr. Hier sind wir noch mit 2 Sicherheitsthermostaten dabei. Falls die Temperatur viel zu hoch sein sollte in diesem Kessel, würde der abgeschaltet. Dies hier ist die PID-Sonde, die das Ganze misst. Und genau, hier geht der Dampf raus, unten geht das Heißwasser raus, hier ist die Zuwasserbefüllung. Ein Anti-Vakuum-Ventil haben wir noch, hier ist die Anzeige für vorne, die uns den Druck im Kessel anzeigt, die natürlich genau im Verhältnis steht zu Temperaturen, die uns auch angezeigt wird. Und dann haben wir noch ein Überdruckventil hier auf der Seite. Darüber hinaus finden wir hier auf der Seite eine Elektronikbox, eine sehr umfangreiche. Plus 2 SSR-Relais, die die Heizkörper steuern in der Maschine. Also die werden von der Elektronikbox gesteuert und die wiederum steuern dann die Heizung. Wir können die andere Seite auch noch mal eben aufmachen, dann sehen wir nämlich noch die Pumpe. Dann könnt ihr so lange da drüben reinschauen und ich öffne uns die andere Seite. Auch neu, und das seht ihr da drüben, ist, wie der Wassertank eingefasst ist. Der hat jetzt mittlerweile einen kompletten Edelstahlrahmen und man kann ihn quasi gar nicht mehr schräg reinstecken oder so. So, die Seite auch raus. Jetzt drehe ich sie um. So, hier seht ihr jetzt die Pumpe. Das ist die große Rotationspumpe. Die kann unten drunter mit Festwasser angeschlossen werden oder
über den Tank hier seitlich und da wird dann halt entschieden, wo es hingeht. Hier ist ein Ablassventil, welches wir in der Werkstatt verwenden können, um diesen Kessel leer laufen zu lassen. Das geht ja nicht immer bei den Maschinen, also bei den Dual-Boiler-Maschinen könnt ihr den ja nicht wirklich leer laufen lassen. Hier ist der neue Powerschalter, ist auch innen kleiner und anders angeschlossen. Und dahinter seht ihr die Steuerung von der Maschine, die Pitch-Steuerung, die ist von hinten verbaut. Mit sehr schönen Schrauben, die man von der Seite öffnen kann. Da braucht man keinen Schraubenschlüssel mehr, man kommt dahinter, es ist viel schmaler. Das ist viel besser als bei der alten Pit. Das war nämlich jetzt etwas eng bei manchen Maschinen für den Umbau, wenn wir die umgerüstet haben auf dieses Fast Heat Up, was die Maschine auch hat. Was die Maschine besonders hat, ist das Flowmeter, welches schon verbaut ist hier vorne. Wir haben eine Druckanzeige auf der Brühgruppe und das Flowmeter dazu. Und auf der Messe im Sommer in Athen stand die Maschine schon und es stand Flow oben drüber. Also es sah so aus, als würde sie erst ganz Flow heißen, aber sie heißt jetzt Drive. Da haben wir sie dann nochmal wieder gesehen, jetzt in Italien auf der Messe vor ein paar Wochen. Und jetzt haben wir zwei Maschinen hier. Und damit kann ich die euch zeigen. Auch hier ist noch eine Designsprache fort. Ihr seht von innen oder von außen ein angeschraubtes Blech. Und dahinter ist in andersfarbig der Firmenname hinterlegt. Hier steht jetzt in schwarz Profitec. Und das passt sehr gut zu ein paar weiteren schwarzen Elementen an der Maschine. Das zeige ich euch besser hier hinten an der in Funktion genommenen Maschine. Einmal sind die Hebel schwarz, die ihr natürlich weiterhin umrüsten könnt auf Holz. Also hier gibt es weiterhin Nussholzgriffe, die kann man einfach aufschrauben, dann werden die getauscht. Oder auch Eiche, hier vorne hinten im Hintergrund seht ihr eine Maschine mit Eichegriffen, das ist eine Pro 600, eine kleine, die steht zufällig hier in der Küche und da kann man ja die Siebträgergriffe und alles einfach abschrauben und tauschen. Das geht natürlich auch bei der Pro 700, aber zur Designsprache gehören halt schwarze seitliche für die Tassenreling, das ist neu, dass das so in schwarz und auch ein bisschen in neuer Form rein optisch gefertigt wurde. Und um die Schublade vorne flacher wirken zu lassen, schätze ich, hat man hier auch, dass man einen Teil des Gehäuses unten drunter sieht. Vielleicht auch, um eine größere Abgrenzung zu bekommen zu der Firma ECM. Genau. Ja, hier ist die Maschine. Da sehe ich gerade, dass ich den Dampfkessel aus Versehen ausgeschaltet habe. Den habe ich jetzt mal wieder eingeschaltet, den brauchen wir gleich. Da kommen wir gleich zu, da gibt es verschiedene Shortcodes. Ich packe uns diese Maschine mal beiseite und fange mal hier an der Maschine an, euch zu erklären, was die Besonderheit ist. Also erstmal hat es ja das Fast Heat Up, da haben wir gerade 2, 3 Videos zu gemacht, was das bewirkt bei den Maschinen. Und auch bei dieser Maschine kriegt ihr, wenn ihr einen Cappuccino machen wollt, die Maschine in so ungefähr 18 Minuten auf volle Temperatur mit vollem Dampf und der Temperatur, die ihr wünscht für die Brühgruppe. Und wenn ihr nur einen Espresso oder einen Cappuccino, Kaffee machen wollt, dann geht das noch schneller. Dann könnt ihr da in etwa 12 Minuten sein, 11 bis 12 Minuten. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr die Maschine morgens anmacht, schaltet die erstmal auf eine zu hohe Temperatur und überhitzt den Kessel. Ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen in dem Video, weil die Maschine schon den Morgen überläuft und ich sie eingestellt habe. Jetzt haben wir hier 92 Grad und die zweite Temperatur darunter sind 127, 128, ganz klein. Das ist die Dampftemperatur. Das ist der Dampfkessel. Den zeige ich euch auch gerade. Wenn man den hier nur eine Sekunde drückt, den Schalter, hat man den abgeschaltet. Und dann geht der Dampfkessel in den Standby ein. Das hatte ich jetzt auch gerade aus Versehen. Und ihr seht hier, der Zeiger ist jetzt wieder auf Druck unten, aber der würde jetzt absinken, wenn ich den nicht wieder anmache. Und das ist ein Shortcode auf dieser Taste. Damit sehe ich, ob der an ist oder nicht. Das heißt, ich kann morgens beim Anmachen der Maschine sofort auswählen, ach, den will ich gar nicht, den brauche ich jetzt nicht, den schalte ich ab. Es gibt noch mehr Shortcodes über die Tasten, aber das ist eine Funktion davon, das runterzuschalten. Und dann heizt die Maschine den einen Kessel als erstes mal auf 130 Grad, obwohl ihr nur 92 Grad Brühtemperatur wollt. 3 Minuten hält sie das und dann zeigt sie euch im Display Flush an. Und dann müsst ihr 20 Sekunden flashen. Und da kommt ein ganz wichtiger Faktor bei dieser Maschine. Das ist anders bei der Maschine als bei den anderen Maschinen. Man muss wirklich aufpassen, wie das Flowmeter eingestellt ist. Wir haben hier oben an der Maschine einen Flowmeter verbaut. Da kann ich dran drehen. Seht ihr hier? Nach links gestellt ist es komplett zu. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Pumpe anmache, baut die Pumpe unten Druck auf, aber hier entsteht fast nichts auf dem Kaffee. Ja, wir haben noch eine Präinfusion einprogrammiert gerade. Genau, da ist die Präinfusion abgelaufen, aber hier passiert nichts, es kommt kein Wasser, weil wir das Ventil geschlossen haben. Dann können wir das öffnen und damit den Durchfluss regeln, wie schnell das Ganze laufen soll. Und erst wenn ich das 1 1/4 Umdrehung gedreht habe, habe ich das Ganze voll auf.
aber ich kann es noch weiter aufmachen. Also voll auf bedeutet, dann habe ich die normale Leistung bei einer Rotationspumpe, die man normalerweise einstellt von der Wassermenge für eine E61, die zum Beispiel bei einer ECM Technica, bei einer Synchronica eingestellt wäre. Das ist in 1 1/4 Umdrehung. Und diese 1 1/4 Umdrehung sollte auch eingestellt sein bei dem Flush, den ihr morgens macht. Wenn ihr den Flush macht, um die Brühgruppe zu erwärmen und den Kessel runterzukühlen, für diesen Fast Heat Up, ist es wichtig, dass die richtige Wassermenge läuft. Da habe ich selber bei meinen Tests, ich mache immer Tests und ich kann das aber auch immer nur einmal am Tag testen. Wenn ich die hier morgens im Laden anmache, dann habe ich nach 11 Minuten 20, 11 Minuten 30, zeigt der Flush an und dann kann ich das testen. Dann hatte ich aber beim ersten Mal eine Tasse drunter gestellt und nicht richtig hingeguckt und es kam nichts raus. Da war vom letzten Mal benutzen noch das Flowmeter komplett geschlossen und es kam nichts. Dann habe ich das nachträglich doch ein bisschen aufgedreht und so weiter. Und dann hatte ich den Flush fertig am Ende. Und die Maschine zeigt aber nicht 92, 93 Grad an, sondern dass sie noch viel zu heiß ist. Da zeigte sie dann an 107 Grad oder so. Und das lag daran, dass sie nicht stark genug geflasht war, weil ich das Ventil zu weit zugedreht hatte. Am nächsten Morgen habe ich es anders gemacht, dann habe ich es komplett aufgedreht, den gleichen Flush wieder gemacht. Es kamen 4 Tassen Wasser raus in der Zeit, weil dann die dreifache Menge rauskommt von der normalen Pumpenleistung oder von der normal eingestellten Pumpe. Und danach hatte ich 67 Grad, also auch weit entfernt von da, wo man hin will. Aber es ist sehr einfach mitzuzählen. Also wenn das Ganze zu ist, steht es hier auf der Seite. Eine Umdrehung und eine Viertelumdrehung, dann steht es vorne. So ist es auch gedacht, dass es vorne steht, dann habt ihr die normale Standardeinstellung. Und dann funktioniert der Flush auch, dass ihr 20 Sekunden flasht und danach ist die Temperatur vom Kessel so, dass sie 92 Grad auf der Brühgruppe hat. Die Brühgruppe ist dann heiß und die Kesseltemperatur ist weder zu hoch noch zu niedrig. Das ist allerdings was bei anderen Maschinen so nicht da ist. Das muss man bei dieser jetzt wissen und deswegen erkläre ich das. Und da kommen wir auch gleich weiter zu, was dieses überhaupt bedeutet. Also ich kann das auch noch mal kurz demonstrieren. Wenn wir von ganz zu auf halb aufdrehen, also eine halbe Umdrehung, und ich lasse dann einfach nur die Pumpe laufen, 20 Sekunden lang. Da können wir links auf die Anzeige gucken, wie viele Sekunden das Ganze läuft. Ach, es ist die Präinfusion drin. Ich unterbreche das nochmal. Ich zeige euch kurz den Shortcut, wie man die Präinfusion abschaltet. Jetzt ist er noch in den Sekunden. Wenn ich 3 Sekunden die rechte Taste drücke, dann zeigt er uns das Symbol Präinfusion aus. Das ist ein Siebträger mit einem Tropfen oben drüber und einem X, der das als abgeschaltet darstellt. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich mache das Glas mal leer wieder. Wenn wir jetzt bei der Funktion 20 Sekunden laufen lassen, dann haben wir im Glas nach 20 Sekunden etwa 60 Milliliter bei einer halben Umdrehung. Ah ne, es sind 100 ungefähr bei einer halben Umdrehung. 60 habe ich bei einer Viertelumdrehung. Ich habe das vorher mal ausprobiert. So, das sind diese 20 Sekunden ungefähr. Und damit haben wir das Glas in etwa halb voll. Das wird ja nach oben größer. Wenn wir dasselbe jetzt machen, ich hoffe, die Schale reicht heute, und wir gehen auf 1 1/4 Umdrehung, dann seht ihr, wie viel mehr Wasser da rausläuft. Das Glas fast 200 Milliliter und er macht in 20 Sekunden etwa 210 Milliliter. Das bedeutet, uns wird das Ganze jetzt wahrscheinlich leicht überlaufen, das Glas. Ich warte mal, bis es bis oben hin voll ist und dann, ihr seht, kommt genau hin. Ne? 200 Milliliter macht der bei 1 1/4 Umdrehung. Das ist auch die Einstellung, die eine normale Maschine macht. Wenn ich das jetzt allerdings ganz aufmache, kommen da bis zu 600 Milliliter und damit haben wir dann einen ganz anderen Durchfluss. Wofür gibt es das Flowmeter? Das ist das Besondere an der Maschine. Profitec geht hier einen Weg für Kaffee-Enthusiasten, die Lust haben, noch mehr Einfluss selbst auf den Kaffee zu haben. Ich habe natürlich etliche Möglichkeiten mit der Mühle und mit den Einstellungen und wie ich die Mühle einstelle, ob er schneller läuft, langsamer läuft und so weiter. Aber die Maschine macht eigentlich alles immer gleich. Und hier habe ich jetzt eine Möglichkeit, die Pumpe abzuwürgen, könnte man sagen. Die Pumpe hat ja einen gewissen Druck, den sie hat und auch eine gewisse Fördermenge und das wird immer durch die Brühgruppe durch ein kleines Ventil abgeändert in der Menge. Da ist so ein kleines Ventil und das führt normalerweise dazu, dass sie halt diese 200 Milliliter in 20 Sekunden 600 Milliliter pro Minute pumpt, die Rotationspumpe. Eine Vibrationspumpe ist da weit drunter in der Zeit oder in der Menge, die sie pumpt. Und hier mit diesem Ventil haben wir jetzt die Möglichkeit, dann Einfluss drauf zu haben. Und da zeige ich euch jetzt, was das bewirkt, weil wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu nutzen.
Und zwar ist es so, wenn wir mal zurückdenken an ganz alte Maschinen, dann gab es diese Handhebelmaschinen, mit denen haben wir auch eine Pro 800 lange in Betrieb gehabt, haben wir jetzt nicht mehr aktuell, aber mit dieser Pro 800 ist es so, dass ich eine Feder spanne und dann diesen Federdruck loslasse. Und das hat zur Folge, dass die Feder ganz am Anfang richtig Druck, weil sie komplett komprimiert ist, aufbaut und dann nach und nach nachlässt in dem Druck und immer langsamer wird und immer weniger Gegendruck auf den Kaffee ausübt. Und das können wir hier jetzt auch machen. Und das mache ich jetzt mal mit euch zusammen. Ich tue mal mein Wasserglas beiseite. Und ich habe hier wieder eine Mühle stehen. Das ist eine Chiado-Mühle, die ich in einem anderen Video zuletzt auch schon benutzt habe, die wir auch bei uns hier an der Bar gerade angeschlossen haben. Auch da testen wir immer rum. So, die ist auf Standby. Hat unsere Abfangschale für meine Tropfen hier von unseren Wassertests. Ich male hier voreingestellt knappe 18 Gramm. Die hat die Zeit noch nicht zu Ende, der Rest kommt jetzt. Genau. Ich kann das unterbrechen zwischendurch, damit ich das so ein bisschen zusammenlegen kann hier. Und bevor ich das temperiere. Jetzt habe ich es noch hier stehen. Das nutze ich seit neuestem hin und wieder. Das haben wir jetzt auch im Sortiment von ECM. Da kann man das noch mal ein bisschen besser verteilen. Ich mache es jetzt nicht ausgiebig. So, und das Nadeltool. Jetzt bereite ich unseren Kaffee einfach vor. Und jetzt machen wir mal die Variante, die eine Maschine macht mit so einem Handhebel. Also, wir zählen noch mal neu nach. Von geschlossenem Ventil eine Umdrehung und eine Viertelumdrehung. Dann haben wir das Ganze offen. Ich lasse das jetzt mal einfach in eine Tasse laufen, den doppelten hier. Das heißt, wir haben den vollen Druck da. Und an welcher Stelle verändern wir den? Da ist der Hauptfaktor, den wir nehmen können, ab da, wo das Wasser läuft, ab da, wo der Kaffee läuft, wo wir sehen, dass er durch den Kaffee durch ist. Und dann gehen wir den Weg von diesen Handhebelmaschinen und stellen das mal nach. Ich zeige euch das. Wir lassen es loslaufen. Ihr seht einen sehr schnellen Druckaufbau auf dem Kaffee und der Kaffee kommt auch sofort. Und deswegen fange ich auch sofort an, den Druck darüber zu reduzieren. Also wenn ich auf dem Halb runtergehe, da fängt das jetzt an, dass ihr seht, ich verändere was. Und jetzt lasse ich den Druck nach und nach hinten raus absinken. Das verändert natürlich die Durchflussrate im Kaffee. So, ich mache es nicht auf 0, da stoppe ich dann die Pumpe am Ende wieder. Jetzt haben wir in 25 Sekunden ein Druckprofil gehabt, was mit starkem Druck begonnen hat und dann nach und nach hinten abgefallen ist. Ich stelle den mal beiseite und zeige euch gleich direkt das nächste dazu. Wir machen jetzt mache ich mal eben meinen Siebträger sauber. Moment. Das mache ich sonst ausgiebiger, aber so, auch hier, nur damit wir das druckmäßig gleichmäßig haben. Wenn ich den Strich auf der einen Seite einen großen Berg habe und auf der anderen Seite nichts, dann kann es passieren, dass beim Tempen auf der einen Seite natürlich der Druck auch viel höher ist auf dem Kaffee als auf der anderen Seite. Und da sich das Wasser natürlich den leichtesten Weg sucht, macht es schon Sinn, den Puck gut vorzubereiten. So, jetzt hängen wir den wieder vorsichtig ein. Jetzt gehen wir den Weg andersrum. Dieses Mal, ich nehme mal eine wärmere Tasse von unten, dieses Mal drehen wir den zu. Also wir machen ihn nicht ganz zu. Ich drehe ihn sofort mal auf ein Viertel auf, starte den Bezug. Die Pumpe hat super schnell den vollen Druck, aber hier baut er sich jetzt ganz langsam auf. Und da gehe ich jetzt langsam hoch, bis es anfängt, dass es unten läuft. Lass es einen Moment lang so laufen und gehe jetzt zum Ende hin auf eine höhere Pumpleistung. Da gibt es ein bisschen verschiedene Meinungen zu, bei welchem Kaffee welches die sinnvolle Variante ist. Aber das, was ich für eine helle Röstung, wir haben hier eine dunkle Röstung, für eine helle Röstung wäre das die Art, dass man mit dem hohen Druck anfängt und nach hinten raus, mit niedrigem Druck anfängt und nach hinten raus höher wird mit dem Druck. Das bringt ein sehr langes Vorbrühen. Wird zur Folge haben, damit man ein richtig gutes Ergebnis oder auch in den Grammzahlen nachher wieder gleich ist, dass man wahrscheinlich die Mühle dafür etwas feiner stellen müsste. Ich habe jetzt hier zwischendurch nicht die Mühle verstellt, aber wenn ihr jedes Mal damit arbeitet, müsstet ihr es ein bisschen feiner stellen, damit ihr das ausgleicht. Ich habe jetzt den gleichen Mahlgrad dafür genommen, aber es macht Sinn, das ein bisschen anzupassen. Wenn ihr mit höheren Drücken arbeitet oder auch mit einer längeren Zeit auf hohem Druck, dann habt ihr natürlich einen schnelleren Fluss auch und daher muss man das ein bisschen anpassen.
Muss man es benutzen? Nein. Ihr könnt es weglassen. Ihr könnt da noch, das ist der eine Weg, dass ihr wirklich aktiv daran arbeitet, das zu benutzen. Es gibt aber noch einen zweiten Weg und da gibt es die Möglichkeit, da gibt es mehrere Möglichkeiten auch noch. Also ich mache uns den Siebträger jetzt mal wieder sauber. Ah, das ist ja ganz gut. Male noch mal eine Portion. Also noch zu Ende malen. Da ist ja noch was. Da muss man sich immer dran gewöhnen an neue Produkte. So. Wenn ihr sagt, ihr habt keine Lust, das zu verwenden, dann habt ihr verschiedene weitere Möglichkeiten. Erstmal könnt ihr sagen, wir gehen jetzt wieder, wir fangen wieder von 0 an, von geschlossen. Ihr dreht ihn anderthalb, also eine Viertelumdrehung, und dann habt ihr es wie eine normale Rotationspumpeneinstellung. Aber ihr könnt auch dazwischen was wählen. Also ihr könntet sagen, wir gehen mal nur auf eine halbe Umdrehung. Das machen wir jetzt auch. Das entspricht dann nicht einer Rotationspumpe, sondern mehr einer Vibrationspumpe. Bedeutet, ich habe das jetzt auf der Einstellung, lasse das anlaufen. Ich habe das hier oben reduziert. Der Pumpendruck ist sofort voll da, aber es kommt auf dem Kaffee langsamer an, weil es reduziert wird. Und daher habe ich diesen ganz langsamen Druckaufbau. Und das ähnelt viel stärker einer Vibrationspumpe. Und das könnt ihr auch grundsätzlich so eingestellt lassen, damit dieser Druckaufbau langsamer ist. Am Ende ist er ja trotzdem voll da, weil die Pumpe ja, der Kaffee ist ja doch weit genug staut und dass diese Verengung eigentlich nicht mehr der ausschlaggebende Punkt ist. Und das wäre dann eine Einstellung, um die Pumpe noch mal ein bisschen weiter anzupassen in Richtung einer Vibrationspumpe. Aber ihr könnt natürlich auch eine Viertelumdrehung aufmachen und dann ist es wie eine normale Techniker, Synchroniker mit der Förderleistung genauso. Aber damit ist noch nicht genug bei der Maschine. Ihr könnt dann auch noch eine Präinfusion einspeichern. Für die Präinfusion gibt es auch einen Shortcut, den ich gerade schon verwendet hatte. 3 Sekunden die rechte Taste, schaltet den ein oder aus. Also ich mache es jetzt mal einmal 3 Sekunden lang. So, dann steht hier Präinfusion on. Das ist so ein Häkchen unten dran. Wenn ich es nochmal 3 Sekunden mache, seht ihr wieder Präinfusion abgeschaltet. Das ist im Menü neu und das ist erheblich besser als früher. Wenn ich mit beiden ins Menü gehe, kann ich mit links wieder die Brühtemperatur, Dampftemperatur, da könnte ich jetzt reingehen und sagen, wie hoch soll die Dampftemperatur sein. Das kann ich nämlich bis 132 hochsteuern. Wir hatten jetzt nur 128. Dann geht er wieder raus aus dem Menü und dann kann ich weiter runtergehen. Präinfusion. Und hier sind alle Funktionen mit drin. Da kann ich On-Off stellen, die Präinfusion. Wenn ich den Moment warte, geht er auf die nächste. Das ist dann, da kann ich einstellen, wie lange die Pumpe läuft. 3 Sekunden beispielsweise. Und im nächsten Punkt, wie viel Pause sie dann macht. Und stellen wir jetzt auch einfach mal auf 3 Sekunden. Und Stopp. Jetzt geht er von selber wieder raus. Jetzt ist sie eingeschaltet. Auch über den Shortcut hinaus, auch wenn ich sie da eben abgeschaltet habe, ist sie jetzt wieder eingeschaltet. Ich zeige euch mal, wie sie jetzt Kaffee macht. So. Ja, wir verschwenden heute eine Menge von unserer Hausmarke. Ich habe da heute den Morgengold drin. Das ist unser 80-20 Mischung, der typischste von unseren und auch mit Abstand meistverkaufte. So, wir hängen den wieder ein. Jetzt haben wir die Präinfusion eingestellt und ich habe 1 Viertelumdrehung gedreht. Bedeutet ganz normales Profil von einer Rotationspumpe. Und der Druckaufbau findet jetzt auch anders statt. Er findet hier recht schnell statt, aber die Pumpe lässt nochmal eine Pause und geht dann erst richtig hoch. Das konnte man früher nie so sehen, aber jetzt habt ihr gerade genau sehen können, wie der Druckaufbau auf der Maschine ist mit dieser gewissen Pause. Und die Pause könnt ihr natürlich programmieren. Ob das 3 Sekunden, 4 Sekunden, 6 Sekunden Pause sind. Und das ist dann wieder eine weitere Art, nochmal Kaffee damit zu machen. Und eine Präinfusion bringt immer mit sich, dass es nachher eine etwas höhere Laufgeschwindigkeit hat. Bedeutet, man muss für gewöhnlich für eine Präinfusion den Kaffee recht fein eingestellt haben. Ich habe den heute auch fein eingestellt, also ich hatte den schon in den normalen, im Standardlauf, dass ich deutlich unter einem Brühverhältnis von 1 zu 1,5 etwa war. Also 18 Gramm Kaffee rein und ich war nur bei 20, 25 Gramm Kaffee raus, also Espresso. Und durch die Vorbrühgeschichten, die wir jetzt haben, sind es dann oft doch mehr Mengen geworden, weil man es dafür eigentlich feiner eingestellt haben muss und
daher habe ich da so einen Zwischenweg heute gewählt für die Mühle, damit ich die jetzt nicht zwischen jedem Kaffee auch noch versuche zu verstellen. Die Präinfusion hat noch einen weiteren Effekt. Die Maschine ist ja festwassertauglich. Und wenn ihr die Präinfusion über Festwasser angeschlossen habt, dann habt ihr noch den Leitungsdruck von 1,5 bar. Der wird runtergeregelt, sollte so auf unter 2 liegen, vielleicht 1,5. Dafür gibt es eine Einstellbarkeit, also nicht an der Maschine, sondern ihr braucht ein Ventil zum Anschließen, um euren Leitungsdruck zu reduzieren. Und dann kann man die Präinfusion so nutzen, dass die Pumpe gar nicht erst anläuft. Dann stellt man die eine Zeit auf 0 und die andere Zeit aber, das nennt sich aktive und passive. Die aktive ist das, wo die Pumpe läuft, die könnt ihr auf 0 stellen. Und die passive Zeit ist, dann sind die Ventile offen, aber die Pumpe läuft nicht. Die könnt ihr dann auf 6, 7, 8 stellen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr den Brühhebel hochzieht, geht das Ventil auf. Und dann ist aber nur das Leitungswasser, also nur die 1,5 bar aus der Leitung, drücken in Richtung Kaffee. Bis dann die Zeit abgelaufen ist, die eingestellt ist, dann geht die Pumpe hinzu an und läuft oben drauf. Das ist dann nochmal ein weiterer Weg. Also die andere Art der Präinfusion wird ein bisschen auch Blooming genannt, weil sie ohne Druck stattfindet. Aber ihr habt gerade gesehen, sie ist nicht ohne Druck. Es baut sich ein Druck auf und dann wird er nur nicht weiter erhöht und bleibt ein bisschen stehen, baut sich dadurch wieder ab und geht dann wieder hoch. Und das nennt sich ein bisschen eher Blooming und das andere ist richtig eine Präinfusion. Und genau das ist einfach noch eine weitere Möglichkeit, die mit dieser Maschine besteht. Und damit ist eine ganze Menge Neues in die Maschine gekommen, was weit entfernt ist von der alten Pro 700. Was sie auch noch hat, ist, dass ihr Möglichkeiten habt, ihr beizubringen, wie viel Uhr wir haben und den Tag. Also da geht es hauptsächlich um den Wochentag und dann könnt ihr Programme programmieren, wo die Maschine von selber angeht und wieder ausgeht. Also ihr könnt einstellen, ich möchte, dass die Wochentags von Montags bis Freitags um 8 Uhr angeht und um 10 Uhr ausgeht. Und wenn ihr um 9 Uhr aufsteht, falls ihr den Luxus habt, dann ist die Maschine vollkommen heiß, also eine halbe Stunde vorher würde reichen. Nach 20 Minuten ist sie von alleine heiß, wenn ihr den Flow-Funktion nicht nutzt. Aber das kann man einprogrammieren, dann kann man aufstehen und direkt einen Kaffee machen. Da gibt es auch noch einen Shortcut, den ich euch zeige. Wenn ihr die linke Taste von den beiden Tasten 3 Sekunden gedrückt haltet, dann geht sie in den Standby-Modus und ist quasi aus. Jetzt kann ich sie aber wieder wecken, indem ich sie einmal antippe. Weil, wenn ihr den Timer nutzt, dass er von selbst angeht, die Maschine, dann dürft ihr sie abends nicht richtig ausschalten. Wenn ihr den Druckknopf drücken würdet, wäre die Maschine komplett abgeschaltet und würde morgens nicht von selber starten können. Deswegen müsstet ihr in den Standby gehen oder sie selbst ausgehen lassen. Wenn ihr das programmiert habt, von 8 bis 10, dann geht sie halt um 10 wieder aus. Aber wenn man dann vielleicht doch um 9 aus dem Haus geht, kann man mal eben 3 Sekunden die Taste gedrückt halten, damit sie jetzt nicht unnötig den ganzen Tag noch eine Stunde weiterläuft, bis sie dann abgeschaltet wird. Und dafür ist diese Standby-Funktion auf der linken Seite. Können wir mal kurz das Menü durchgehen, um euch das zu zeigen. Ich hoffe, der Sebastian kriegt das gut drauf, dass man das sieht, weil das immer so ein bisschen schwierig ist in den Videos hier. Also gedrückt halten, dann kommt ihr in die verschiedenen Einstellungen. Hier wären wir jetzt bei der Kaffeetemperatur. Da könnt ihr einstellen, wie warm ihr euren Kaffee möchtet. Für eine dunkle Röstung darf es ruhig von 88 bis 90 sein, für eine helle Röstung anders. Hier kann ich den Steam auch ein- und ausschalten über das Menü, statt mit dem Shortcode, lasse ich jetzt aber. Darunter kommt die Dampftemperatur, das hatten wir gerade schon, die Präinfusion hatten wir auch schon. Hier kommt der Eco-Modus, da haben wir, wie ihr seht, 360 Minuten eingestellt. Bei unseren Ausstellungsmaschinen ist das für gewöhnlich auf 30 oder 60 Minuten eingestellt, weil wir oft durch den Laden gehen und mit Kunden Maschinen anmachen und damit wir sie dann später wieder ausmachen oder nicht vergessen auszumachen, macht sie das von selbst. Hier kann man einen Cleaning Reminder einstellen und der sagt mir, nach wie vielen Tassenbezügen möchte ich erinnert werden, dass mir die Maschine Bescheid gibt, dass ich die Brühgruppe reinigen möchte. Da würden wir empfehlen, wenn ihr mit Brühgruppenreiniger arbeitet, das nicht öfter zu machen als vielleicht alle 200 Bezüge. Vielleicht auch erst nach 300, zumindest wenn ihr sauber arbeitet. Wir haben ein Video dazu, die tägliche Pflege, da wäre das nochmal drin und würde ich empfehlen. So, da sind wir jetzt raus. Dann gibt es ein Reset von einem Reminder. Das kommt in das Advanced-Menü. Das muss on sein, damit das Menü noch weitergeht. Finde ich ein bisschen überflüssig, also es hätte auch grundsätzlich so sein können. Jetzt kann ich einen Filter-Reminder einstellen, der erinnert mich daran, wann so ein Brita-Filter aufgebraucht wäre. Der hatte man zur Zeit, der errechnet, wie viel Kaffee verbraucht wurde. So, jetzt bin ich rausgeflogen. Man kann am Ende noch die Gradzahlen einstellen, ob das Grad oder Celsius sind. Ist jetzt nicht mehr, ach doch, die Tageseinstellungen kommen da auch noch. Reset, Advanced, Filter, Timer. Da kann ich dann den Timer anfangen zu programmieren. Das sind dann hier die Möglichkeiten für die Uhrzeit,
An- und Ausschaltzeiten und man kann das umstellen auf Festwasser. So, Wassertank umstellen ist die alte Thematik. Hier drin ist ein Schwimmer, ein kleiner Magnet. Ich kann ihn mal rausnehmen, um mich zu zeigen. Der muss halt auf einer gewissen Höhe schwimmen, damit die Maschine weiß, man sieht ihn kaum, da dieser Weiße, in dem Weißen ist der Magnet. Und der signalisiert der Maschine, dass sie noch genug Wasser hat. Wenn sie nicht genug Wasser hat, schaltet sie ab. Aber auch nicht mehr ganz so wie früher. Sie schaltet zwar die Funktion, man kann keinen Kaffee mehr beziehen, aber sie hält den Dampfkessel auf Temperatur. Bedeutet, wenn euch der aus Versehen und ihr habt es gar nicht gemerkt, dass sie zeigt, Wasser ist leer, geht er nicht sofort aus, sondern die Wahrscheinlichkeit ist ja, wenn ihr sie nicht ausgemacht habt, dass ihr gleich noch was machen wollt und die kühlt dann nicht ab, sondern hält die Temperatur, bis sie wirklich Wasser braucht. Also wenn der Dampfkessel nachgezogen werden muss, dann braucht sie Wasser und der Dampfkessel reguliert sich ja von selbst. Da haben wir eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema, Milch aufschäumen. Die Maschine hat 2 Kessel und die sind groß. Der eine ist schon groß für die Brühgruppe, das sind 0,7 Liter. Und der andere ist knappe 2 Liter und das nur für Dampf. Und das hat auch richtig ordentlich Dampfleistung. Also ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Dabei ist immer auf jeden Fall eine 2-Loch-Düse. Das bedeutet, wir haben jetzt hier auf 132 die eingestellt, das ist 131 ist da gerade. Das bedeutet hier so 1,7 Bar. Wenn ich den aufmache, fällt die immer direkt um 0,5, das ist immer so. Und dann könnt ihr sehen, da ist eine Mordsdampfleistung hinter. Die lässt nach und nach, aber ihr seht, nicht sonderlich stark. Der ist jetzt bei 1,4 und hält den Dampf. Der fällt jetzt natürlich, das dauert aber. So, damit könnt ihr richtig ordentlich aufschäumen. Die hätte aber noch mehr Leistung. Also wenn ihr die Dampfdüse entfernen würdet oder wir würden eine 4-Loch-Düse reinmachen, dann ist die halt nochmal doppelt so schnell. Ich kann sie mal einmal kurz abmachen. Oh, die ist heiß. Wenn wir sie jetzt aufmachen, ist der Druck natürlich entsprechend noch deutlich höher. Und das ist das, was auch einfach da ist an Druck. Aber es gibt doch immer wieder Momente, wo es passieren kann, dass die Leistung nicht da ist. Und das will ich euch mal eben erklären und zeigen, wann das passieren kann. In dem Moment bei so einer Maschine, wenn ihr Kaffee bezieht und vor allem eine große Tasse, also wenn eine große Tasse Kaffee bezieht oder 2 Milchkaffee gleichzeitig macht und relativ schnelle Laufgeschwindigkeiten hat, ich zeige das jetzt mal, ich ziehe mal mehr als ein Espresso. Das, was ich jetzt beziehe an Wassermenge, machen wir mal, das wären jetzt 2 Espresso und wenn wir jetzt mal noch ein bisschen mehr laufen lassen, weil man langgezogene hat oder so, dann haben wir in dem Fall 100 noch was Milliliter rausgenommen aus dem linken Kessel und damit bricht da die Temperatur jetzt ein bisschen zusammen. Er zeigt uns jetzt 90 an, das heißt, er hat das schon noch, aber da fällt jetzt nach und nach ein bisschen die Temperatur und der beheizt den linken Kessel. Wenn wir jetzt anfangen, gleichzeitig Milch aufzuschäumen, ihr seht, da hat die immer noch volle Leistung. Es ist dann so, dass der Kessel den nicht direkt beheizt, weil der andere Kessel zu wenig, weil da die Heizung benötigt wird. Die hat eine Vorrangschaltung und dann kann das mal sein, dass der rechte Kessel nicht nachzieht und entsprechend kann es passieren, dass der Druck zusammenfällt. Das ist die eine Möglichkeit, auch wenn es jetzt hier gerade gar nicht passiert ist. Das kann aber im Alltag schon mal vorkommen. Die zweite Möglichkeit, und das ist bei allen Maschinen ein Problem, in dem Moment, wo der Kessel entscheidet, dass ihm Wasser fehlt. Ich provoziere das jetzt mal, indem ich hier heiß Wasser entnehme. Jetzt merkt die Elektronik, oh, da fehlt mir Wasser. Pumpt das nach in den Servicekessel, in den großen Kessel. Und das war natürlich kaltes Wasser und da fällt jetzt auch die Temperatur sofort. Wir sehen sofort 123, 122 und den anderen haben wir eben auch beansprucht, der ist auch noch nicht wieder auf 90, der hat jetzt eine Vorrangschaltung. Und wenn wir jetzt aufschäumen mit dem linken Kessel, dann seht ihr, die ist sowieso schon auf 1 gefallen. Und wenn wir es jetzt aufmachen, fällt er wieder um den... Da kann dann mal der Moment kommen, wo es ein bisschen lange dauert und die Dampfleistung nicht wie gewohnt ist. Aber eigentlich hat die richtig Dampfpower. Aber viele Kunden haben so einen gewissen Ablauf. Und das könnte zum Beispiel sein, ich erwärme meine Tassen kurz bevor ich einen Kaffee beziehe mit viel heißem Wasser, habe aber meinen Kaffee schon gemahlen, mache dann erst die Tassen heiß. In dem Moment ziehe ich so viel Energie aus dem Dampfkessel, die ich
eigentlich erstmal warten muss, bis er das wieder nachgeheizt hat. Wenn ich dann 0,2 Liter kaltes Wasser einfülle, muss ich das entsprechend natürlich auch wieder nachheizen und das dauert. Wir haben jetzt mal noch Milch hier und ich mache jetzt auch noch mal einen Cappuccino für uns und dafür machen wir einen Kaffee. Das machen wir jetzt im nächsten. So. Und auch da haben wir hier unsere Mühle. Machen wir einen ganz normalen Bezug. So, den Rest noch. Ich habe die Maschine zwar gerade stark beansprucht, aber ihr seht, sind nur ein paar Sekunden vergangen und trotz allem, die Energie ist wieder da. Sie hat 90 Grad wieder hier und 131 wieder auf dem anderen. Die ist vollkommen bereit. Die Drive ist da wirklich eine große Maschine. Als Bezug machen wir jetzt einen etwas langsameren, mache ich einfach. Jetzt habe ich statt ein Viertel so auf 3/4 Umdrehung, dadurch habe ich einen etwas langsameren Druckaufbau. Wie immer einmal kurz abdampfen, dann in die Milch, unter die Oberfläche und voll aufdrehen. Und ihr hört es loskreischen, Power ist da. Bewegung mein Espresso ist schon fertig. Und jetzt haben wir letztlich das gemacht, wir haben gleichzeitig aufgeschäumt. Und trotz allem habe ich genug Dampfpower. Ich habe hier eine extra große Milchkanne genommen. Das wäre auch problemlos für 2 Cappuccino eine gute Menge. Temperatur ist erreicht. Und ihr habt ordentlich Bewegung. Es ist sehr einfach mit der Maschine auch eine große Milchmenge aufzuschäumen. Dies ist jetzt eine viel zu große Kanne für das, was ich hier habe. Deswegen kriege ich da auch nichts Gescheites gegossen. Aber ihr seht, das geht easy mit der Milch. Hat doch geklappt. Und das wäre jetzt mehr oder weniger ein Flat White, ein doppelter Espresso in der Cappuccino-Tasse. Und ihr seht auch, Milch aufschäumen ist wirklich eine Stärke der Maschine. Man kann ihn abschalten, dann hat man einen Einkreiser, aber man kann das einschalten und dann geht das beides und beides gleichzeitig. Und damit ist das so die größte Variante eigentlich einer Haushaltsmaschine, die man von den Dimensionen von Kesseln und so weiter sinnvoll haben kann. Noch größer als ein 2-Liter-Kessel nur für Dampf macht keinen Sinn. Aber wir haben ja alles, wir haben eine Rotationspumpe, einen großen Kessel, noch einen ordentlich ausgelegten Kessel für die Brühgruppe. Wie immer bei ECM ist es quasi wie bei ECM, bei einer Klassiker oder bei einer Pro 600 von Profitec. Das ist genau das gleiche System, nur hier noch mit Rotationspumpe und weiterem größeren Kessel. Wie immer kriegt ihr am Ende noch ein paar Bilder von der Maschine, von ein paar Detailaufnahmen von innen, vom Gehäuse und so weiter zeigen wir euch. Über jedes Abo, jedes Like freuen wir uns natürlich sehr. Aber auch über Kommentare, sagt uns ruhig, warum habt ihr das nicht nochmal gezeigt und jenes. Und manchmal machen wir auch nochmal ein weiteres Video zu so einer Maschine und zeigen nochmal eine bestimmte Einzelart, nochmal einzeln irgendeine Funktion der Maschine. Und schreibt uns gerne drunter, was euch gefehlt hat. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen.